Servus Leute, zurück zu Let's Play Sunhaven. Wir waren das letzte Mal in Nivara. Und ja, jetzt sind 2 Tage vergangen, weil wir mussten ja 2 Tage warten, dass es brennt und die... Okay. Es regnet, aber es brennt. Okay. Okay. Die Sachen müssen trotzdem gegossen werden. Na gut, so ist es dann eben. So ist es. Ich habe viel Geld ausgegeben, um hier einfach wahllos massenweise 80 Bäume zu pflanzen, weil ich brauche Holz. Viel Holz. Und das, ja, dauert eine Weile noch. Ich habe unten links jetzt einen Wald, oben rechts einen Wald und unten rechts einen Wald. Zumindest bald. Und darauf spekuliere ich auch vollkommen. Das finde ich cool. Das finde ich generell cool in diesem Spiel, dass durch verschiedene Aktivitäten man eigentlich vorankommt. Also wenn man jetzt nicht wenn man keinen Bock auf die Mine hat, durch andere Aktivitäten kriegt man auch mal Erze, so in etwa. Zwar bisher nicht die Premium-Erze, wohlgemerkt, aber immerhin. Immerhin. Nee, der Baum ist noch nicht reif. Nee, der ist noch zu klein. Der ist groß. Ja, der Wald, ein bisschen warte ich noch und dann geht's dem Wald an den Kragen. Deswegen soll der auch noch wachsen, dann geht's dem an den Kragen. Wir brauchen dieses Log. Unbedingt. Es endet bald der Sommer. Ich habe gefischt das letzte Mal und ja, ein bisschen Geld wieder gemacht. Also ich war schon, hab am letzten Tag jetzt 4.000 gemacht. Du bist ein Baum, der gefällt werden möchte. Das Bäumefällen gibt voll viel von diesen Token. Also die Tokens kann man durch Bäume echt gut bekommen. Aber prinzipiell, was wir eigentlich heute vorhaben, ist ja wieder zurückzugehen und zu sagen, hey, wir haben es geschafft. Beziehungsweise, Drache, rede mit uns. Mach was. Tanz für uns oder was auch immer. Was soll der Drache eigentlich machen? Uns trainieren oder sowas? Egal. Ich habe mich mit Bären ausgestattet, also damit ich hin und her hüpfen kann. Ohne Probleme. Das ist eigentlich sehr schön. Bären habe ich auch zum Glück mehr als genug vorerst. Jawohl. Das letzte Obst, das letzte Gemüse oder letzte Anbauprodukt, Guave, was man eigentlich noch braucht fürs Museum im Sommer, ist ein Crop, der im Herbst erhältlich ist und auch gepflanzt werden kann. Gut, dann ist es so. Ja, dann würde ich mal sagen, der Baum kann gefällt werden. Den nehmen wir noch mit. Und dann, da links haben wir jetzt einen Griffin. Oh, der Sapling, der muss natürlich gleich verpflanzt werden. Sehr gut, damit er gleich loslegen kann mit Wachstum. Okay, dann gehen wir zurück nach Nivara. Hier, Griffin, hier. Fly to the Nivara Farm. Da müssen wir auch die Acorns gießen. Wenn es regnet, regnet es überall. Okay. Ich habe hier bloß das Unkraut gejätet und die Bäume entfernt. Mehr habe ich nicht gemacht. Tatsächlich. Aber fleißig habe ich beim letzten Tag auch gegossen, natürlich. Dementsprechend, die sind bald fertig. Ah, shit. Fast fertig. Und die Crops hier gibt's jederzeit. Also man kann hier eigentlich ganz entspannt machen, wann man möchte. Das finde ich okay. Das finde ich dann okay. Hier können dann irgendwelche Viecher auftauchen. Und hier, das müssen wir natürlich auch noch. Fische von hier. Hier unten, da rechts ist jeweils ein Fisch. Ja, darum kümmere ich mich mal. Darum kümmern wir uns mal gesondert. Ich muss mal erstmal schauen, wo ein guter Farmspot ist für Fische. Also wo viele Fische mal gleich spawnen, so etwa. Oh, hier auf dem Weg spawnt auch einiges, wie es scheint. Jede Menge von diesen Runenteilen. Oh, nehmen wir mit. Die sind genauso wie die Erdkristalle und so, oder die Kristalle generell ja begrenzt verfügbar. Infusen? Ja, komm, wir infusen ein bisschen Mana. Gönnen uns. Jawohl. Sia. Danke für die 40 Mana-Orbs.
Da ist ein seltener Fisch. Ja, den muss ich dann... wenn wir ihn schon sehen, dann muss man ihn schon holen. Ja, easy. Engelfin. Na, gehen wir zu unserem Zielort. Erstmal können wir hier schauen, ob da was zu tun ist, was ich auch schnell erledigen kann. Fire Crystal. Bring us 2 of each crystal. Grow them fresh. Thank you. Crystals grown? Stimmt. Ich wollte nochmal in den Laden schauen. General Store. Ob man... Ich habe nämlich mal kurz im Museum am letzten Ingame-Tag geschaut, was man hier eigentlich... ja. One of 3 different crops. You'll have to plant them. Ja. Okay. Weil ich habe da verschiedene Elementarpflanzen gesehen. Da wusste ich aber nicht, ja, was ist denn eine Elementarpflanze so in etwa. Die hatte ich jetzt nicht mehr im Gedächtnis und das macht auch Sinn, weil hier können anscheinend 3 verschiedene Pflanzen rauskommen und man es ist random. Indiglow, Surfer. Ja, prinzipiell brauche ich von allen etwas fürs Museum allein. Sollte man vielleicht auch angehen. Schauen wir mal. Die Rohstoffe habe ich auf jeden Fall. Wir müssen ja jetzt zum Dragon. Schauen wir mal, was der Drache uns so sagt. Hallo, meine Hübsche. Iris. Remind me, your name is Wuji. I don't mean to be rude. Do you have any question? Eine Enchantress bist du, so I use magic to make life easier. Hört sich gut an. That's the idea. Sometimes my experiments have unexpected results. How does you mainly by helping the ecosystem, keeping plants alive year round, making trees grow from rocks, that sort of thing. Not to mention my favorite berries are always in season now. Yes. Ja. Schmeicheln. Du bist auch gut, so in etwa. So, jetzt möchte ich aber hier durch. Lass mich durch. The Weltdrachen still needs more time. Come back later. Gorvin. Moment. In the Grand Tree. Das müsste... In the Grand Tree. Dann müssen wir hier rein. Okay, hier passiert was. Still in Nivara, better watch where you're going. Wuji on our sacred tree. Yep, ich bin da für Gorvin. First of all, it's Elder Gorvin, and he's all the way up at the top of the tree in the council room right now, hard at work, not to be bothered. How do I reach him? You don't? Okay. Didn't you hear me? He's at the top of the grand tree in the council room. There's no way someone like you can get up there. Why, Wesley? Why, Wesley? They could always just take the wind lift. No, Slade, I have never read or heard about any outsider using the wind lift. We absolutely cannot throw out years of tradition like that. Now, that seems a little harsh, don't you think, yes? Upholding traditions isn't harsh. This is the sacred Grand Tree of Nivara. It doesn't matter what you think. The traditions of Nivara must always come first. Okay, es gibt eine Möglichkeit. Ja, wir waren schon oben. I need to speak to Gorvin. Could I use the wind lift? I have to apologize, but unfortunately I'm not able to just ignore Whitley's wishes. Is there any other way I could reach Gorvin? Without using the wind lift? There has to be some other way up the tree. Alright, if you really need it that badly, there's another way up to the tree, but it's dangerous. Dangerous? Well, long ago, before the wind lift was created, there was another way of scanning the tree, but it hadn't been used in a really long time.
The council had platforms built on the outside of the tree to walk on, so that anyone could come or go on the council land. What happened? Well, it was stable and safe, but we haven't needed to use it in many years. I'm afraid of where. Where can I find it? To the old path right up the stairs. Just try to be careful. There's a reason it hasn't been used in hundreds of years, you know. Thank you for the warning. Ja, aber wir waren ja schon oben. Das sollte kein Problem darstellen. Ja. Oh, was ist das? Waren wir hier schon? Ach, das ist der Windlift. Ha, da dürfen wir nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder den harten Weg. Aber der harte Weg war jetzt nicht so schlimm. Upp. Im Gegenteil, das ist total langweilig. Bisher. Vielleicht gibt es noch mehr. Ah, es geht noch weiter. Sehr schön. Aha. Ach, das war's schon. Das ist ja na gut. Oh, is that you, Wuji? What you doing coming from the old path? Why didn't you take the windlift? Ah, Wesley told me I wasn't allowed to use the windlift. I see. Elder Gorman, I'm sorry. I told Wuji they weren't allowed to use our sacred windlift, but they climbed up the tree anyways. Oh, Wesley, Wuji is welcome to us to use the windlift as they require. It is no more restricted to them than it is to you or I. Besides that, I invited Wuji here days ago. You should have known better, my apprentice. I thought Wesley was your assistant. He is, so he is also my apprentice. He means well, truly, but he has much still to learn, such as how to treat guests and friends. From now on, you are permitted to use our windlift whenever you need, Wuji. Did you say something, Wesley? No, Elder Gorman. Excellent. Wuji, I'm sure you know that I did not ask you to come see me just so my apprentice could hinder you. You're about to meet Nivara, the Weltdrachen. The moment it should be commemorated, don't you think? I think so. I'm pleased to see we are so like-minded. In all my time as elder, someone from a place like Sunhaven has never commuted with Nivara. For me, it is a momentous occasion, and so I want to offer you this, Wuji. What is it? The branch plucked from the very crown of our grand tree. Consider something of a blessing from me to you. Oh, a branch from the grand tree? With its branch, the grand tree of Nivara will be with you always. Consider a token of my friendship. In time, I hope that friendship will extend to all of Nivara, but I'm very old and age has made me good at waiting, so I don't mind waiting. I hope so too. Well, anyways, thank you for visiting me, Wuji. I wanted to impart this one small piece of Nivara to you before you met with the Weltdrachen. It may be a humble token, but I hope that the small fortitude it imparts will aid you during your time in Nivara, and for all your journeys beyond. Thank you, Elder Gorman. Then please waste no more time, Wuji. The Weltdrachen awaits your presence in her sanctuary to the north. All right, here I go. Was habe ich bekommen? Geld. Na, das war es nicht. Ich habe irgendeinen Token bekommen. Wo? Naja, mit dem kann man auch glücklich werden. Beziehungsweise eben... Man kann auch Pluspunkte mit denen sammeln. Okay, was ist das? Okay, und hier haben wir einen Sonit-Key benötigt. Ja. Ja. Okay. Wo habe ich jetzt denn seine Belohnung bekommen? Oh, der Angelfisch ist was wert. Tja, Wesley. Has to go outside. Der Ecke.
Jetzt nochmal S. Hier. Ja, Wesley ist ganz schön nervig. Und der ist hier der Typ, der hier den beerben soll, so in etwa. Na, ich bin ja mal nicht so sicher. War ich da drüben schon? Mhm. War das jetzt gut? Ihn schmeicheln oder was ist bei dem wichtig? Ja genau, da war seine Behausung. Ja, das hört sich falsch an. So, jetzt dürfen wir da durch, oder? The government says Nivara is ready to train me. May I pass? Hello? I can let no one see Nivara, but the elder told me I could see Nivara. Can't think right. Are you okay? Iris. The creature's eyes dull slightly and it no longer seems to notice you. It said the name Iris. Maybe you should ask Iris what's wrong with him. Okay. Das Viech hat irgendwelche Drogen zu sich genommen. Iris ist doch hier, genau, die Enchantress. Well, just acting funny. I was worried about that. The tree folk have been having problems lately. I'm not entirely certain why it's happening, but that's a problem for another day. Right now, Wild needs help, or else you fall dormant and need an infusion of mana. Time is of the essence, so you'll need to go quickly. In the forest right outside of Nivara, you find soul sap trees. They look a lot like normal trees, though their sap has powerful qualities that we can use aid with. Chop the soul sap trees down and bring me 6 soul sap. Can you do that? I'll go with you. But it's best if you stay in Nivara, okay? You can find some all through the forest outside time. I'll be right back. Soul Sap. Das könnte ein Problem darstellen. Ich habe doch alle Bäume abgeschlachtet. Soul Sap Trees. Ah, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Kann ich nicht einfach hier den mit meinem Mana Infusion ihm eine Überdosis geben? Außerhalb. So sehen aus wie normale Trees. Bin mal gespannt. Sehen die aus wie normal? Da! Ah, ja, die sehen... Okay, das ist cool. Ah, Mist. Hab mich verklickt. Ah ja. Oh, das war easy. Halt, dich wollte ich nicht. Das klappt nicht. One-Shotten ist nicht schlecht. Burn, Baby Burn. Wir sammeln das ganze Zeug. Das weg und sammeln das alles feini. Beeren zum Transportieren in ein anderes Area ist auch mal gut. Dort unten ist einer, da ist einer. Die ganzen Runen. Himbeeren sind wohl bekommt. Oder sind gern gesehen, sagen wir es mal. Wohl bekommt. Gebt mir eure Orbs, eure Lebensenergie. Mir fehlt noch einer. Ups. Kann es sein, dass das Wasser mehr Damage macht? Gibt's hier auch Soul Sap Trees? Also das mit den Runen hier, die finde ich ordentlich. Ich sehe hier keinen Soul Sap Tree. Aber die Runen sind ordentlich tatsächlich. Die sind echt ordentlich. Allein deswegen. Und die Beeren. Beeren sind wichtig. Und ja, Mana-Bücher nehme ich auch jederzeit. Ach ja, übrigens. Vorletztes Mal haben wir durch einen Bug
Könnte man fast meinen. Und so war es auch. Oh, da oben ist noch ein Kristall. Durch einen Bug haben wir den Boss da in der Mine besiegt. Ja, prinzipiell, der Boss in der Mine, der droppt eigentlich bloß irgend so ein Pet oder so von ihm. Deswegen, das konnte ich ja dadurch, dass er verbuggt war, nicht erreichen. Ist also nicht so schlimm. Beziehungsweise der spawnt alle paar Tage mal wieder. Dementsprechend alles gut. Alles gut. Also irgendwann, wenn wir stärker sind, dann werde ich den nochmal machen und dann gönne ich mir das. Außerdem muss das sowieso häufiger wahrscheinlich gemacht werden, weil der spawnt ja bestimmte Kristalle. Und ich habe jetzt nicht geschaut, ob ich den Kristall bekomme, aber ein Kristall ist anscheinend benötigt. Für Quest. Und so. Also hier, das hat hier ganz schön gewuchert. Aber mir fehlt immer noch ein weiteres Soul Sap Tree. Einer fehlt noch. Crazy. Also 5 habe ich ja hier in dem Gebiet gesehen. Ah, Leute. Da ist ja einer. Mitten. Da. Alles klar, haben wir das Zeug. Schön. Das wird Iris freuen. Sehr gut. Die mit ihren komischen Bäumen hier. Iris, Iris, ich bringe dir... Ja, da bist du ja. Sehr gut. Thanks for being so quick about this, Wuji. I think I should certainly help Wilt. Just give a moment to enchant the sap. Alright, the enchantment I've added to the sap will be more than enough to kickstart Wilt and get him going again. What? I'll just drop it all over him. It'll work, trust me. Thank you, Iris. Jawohl. Pluspunkte mit Iris. Ich glaube, Iris ist mein Favorit für, ja, für Beziehung. Tatsächlich präferiere ich sie. Wer bist du? Wer bist du? Was du? Noble Goal? Ich kann nicht... hate home. Labert ganz schön. So, dann kickstarten wir mal den Trend. Here you go, Wilt. I have some yummy sap for you. You smear the sap all over Wilt. As you do, the sap quickly absorbs into the raw bark of his body. As soon as most of sticky sap is absorbed, Wilt shakes awake. Hey there, Wilt. Are you alright? I'm fine. I felt big tired for a short moment. Thankfully, it was only 1 week. Now I awake again. A week is not a short moment, Wilt. I am 3. Week is short. Okay. What is it you need? I'm here to see Nivara. Elder Gorwin said I can pass. Yes. New student of Nivara. Roots told me everything. You passed now. Jawohl. Wilt shakes gently and happily. The enchanted sap fully absorbed into his bark. Could there have been a link between the Guardian's dormancy and the spread of darkness? Whatever the cause, Wilt seems to be in high spirits now. See you, Wilt. Alles klar. Meet the Dragon, World Dragon North. Ja, dann... Oh, erstmal Runen und... was ist das? Read. I don't mean to be, but you're blocking my sun. Oh, Entschuldigung. Okay, ein Pflanzenwesen. Und ein paar Bäume, jawohl. Und eine Statue. Und mehr Mana. Dedican Gina Dixivulato. Kennt ihr nicht? Mana, Mana, Mana. Mana, Mana. Ich bin so maximum powered. Okay, was sind das für komische Viecher? Leuchten die Fliegen. So, the World Dragon.
lasst ihn uns vernichten. Nein, halt nee, das ist nicht unser Ziel. Ach du Schande, bist du bunt. Welcome to my sanctuary, Wuji. I heard much of your travels. Hello, Nivara. Greetings. I have awaited your arrival ever since Elios told me of your coming. The road that he led here was not an easy one, though you traversed it safely. You have an admirable tenacity. I'm Nivara, the Weltdrachen. My home is here, among the elves of Nilvari. They are my friends, but I also count them as my family. I would consider you the same, Wuji, if you would only allow me to see your innermost self. Are you going to ask me questions? If you're willing to answer, Wuji? I'm ready. Thank you, Wuji. Please clear your mind and answer me with your truest feelings. Wuji, what has brought you to Nilvari? Yeah, I'm here to get stronger. I see you wish to grow, just as all life does, no matter what you live for. We are all connected on a deep and basic level and desire to make ourselves better. I just want to make the world a better place. The power to change the world starts with the power to change oneself. You will grow stronger, and as you do, you will be able to make the world ever better. I'm beginning to see why Elios saw such potential in you. What do you see in me, Nivara? Like Elios, I see much potential in you. Potential is a seed that must be nurtured. All of Nilvari that you see around you was no more than seeds before they were nurtured to growth. If you wish to receive my lessons, I will teach them to you. Just as a tree that grows grand and strong, you will grow too, little sprout. You think I'm sprout? I see all of my pupils as a sprout, eager to grow and learn. I guess that makes me a sprout. For a flash of moment, you think you catch the very edges of Nivara's mouth perk into the feints of smiles as she looks down at you, a gaze seeming almost motherly. Very well, speak to me when you are prepared for your lessons, which will begin as soon as you wish. I understand, Nirvana. Your exploration. Ja, begin your first lesson. Okay, dann beginnen wir doch mal. Little Sprout, shall we begin your first lesson? I'm ready. Very well. In nature, all things operate under a set of key principles. Life is a push and a pull of factors that work with and against one another, but in the end, it doesn't even matter. They all find a balance. I want to impart three lessons upon you. This will be the first. Do not worry, Wuji. All of Nilvari shall help you to learn how each of these lessons in a forest. No one tree grows alone. Nilvari will teach me. All living things have their own perspective. It is part of what makes you who you are. Understanding one's own perspective is important, but it's also important to understand the perspective of others. So, Little Sprout, the first lesson of balance is perspective. Nilvari is built upon this principle, and many of its citizens reflect that, just as you will when our lesson is completed. I understand. Nirvana inclines her head towards you. It suddenly feels as if a wave of tranquility were washing upon you. This is good to hear, Wuji. This lesson should be all the easier if you already understand as much. Two of my brightest pupils live here in Nilvari. One is Iris, the enchantress whose enchantments brought life to the three guardians. The second is Wenn, the air mage whose magic helped construct the wind lift. Both have a perspective on the world outside Nilvari, though they are greatly the opposite of one another. I have asked the two ask something of you that would demonstrate their perspective. Seek them out and learn their perspectives. Sure thing. Okay, wir sollen wir sollen zwei verschiedene Sichtweisen der Welt sozusagen erlernen. Und dadurch erlernen prinzipiell, ja, wie die Welt so funktioniert und was wichtig in der Welt ist prinzipiell. Aus verschiedenen Blickrichtungen. Ja, das hört sich doch gut an. Wo ist sie?
bin ich? Ah, da bin ich. Sie ist irgendwo dort unten. In dem Baum? Ah, nee, da. Iris. Hello, Wuji. Nivara told me you seek me out. You learn a lot from her, trust me. As part of her lesson, I want to ask you to do something. Let me explain. Nivara is able to flourish the best when we are kept hidden. It's safer for us this way, only opening to those who prove themselves a friend, such as you. A powerful protection spell keeps Nivara hidden, fueled by the mana conduits found around the city. Infusing mana into the conduits keeps the spell charged. Will you visit each conduit and make an infusion to them to keep Nivara hidden? I'll do it. Each mana conduit. Hat er schon gemacht? Sagen wir mal so. Ja, das ist schon mal her. Habe ich schon gemacht. Wo waren die? 4 Stück. Wo ich halt Mana spenden kann. Moment. Ach, da zum Beispiel. Ja, können wir uns mal erzählen. Das war Nummer 1. Ich muss nach den blauen Teilen ausschauen. Dort links ist eine. Hier ist eine. Moment, hatte ich nicht noch mehr? Ich dachte, sind die hier im Viereck aufgebaut? Nee, dann wäre ich nämlich hier irgendwo einer. Der letzte, wo war der? Gesehen habe ich auf jeden Fall. Waren da 2 nebeneinander irgendwo? Ich dachte. War im Grand. Ah, da ist einer. Gönn dir. So, Iris. Mana gespendet. Und wieder ordentlich Orbs dafür verdient. Ja, das Mana-Spenden für Orbs ist eine sehr gute Möglichkeit. Thank you, Wuji. A long time ago, our way of life and even our very existence was gravely threatened. I don't want to talk about it, but I never want something like that to happen ever again. So it's best if Nivara just stays hidden. I don't know if you'll agree with me on that or not, but thank you for helping anyways. Nivara is an excellent teacher, so take whatever she tells you to handle. Thank you, Iris. Sehr schön. Oh, wo ist Wahn? Wahn ist dort unten. Okay. Wahn, was ist deine? Du bist, wenn sie genauso... war nicht hier Wahn? Bin ich das nicht? Dann musst du... Ah, da. Das ist Wahn. Okay. Ja, hätte ich nicht erkannt. Dann müsste er genau die andere Sichtweise erkennen oder ansprechen und eher nach außen sein. Also er möchte sich öffnen. Hello there, Wuji. You're here because Nivara asked you to come, aren't you? Govin told me everything about your lesson on perspective, along with my place in it. There's a lot you can learn from Nivara's lesson here in Nivara, but I also know there's a lot more you can learn outside of Nivara. Nivara can teach you a lot, but at the same time don't feel held back. Do you know what I mean? I'll tell you what, this is my test. I've hidden something just outside of Nivara. If you find you pass my test, it'll be easy for you, I'm sure. I'll find it. I'll find one's hidden item. Okay. Irgendein Item. Outside of... Oh, das war... Mama, was ist es? Irgendein Poster? Great City Poster. Ja, das war ein bisschen simpel. Im Vergleich. Found it already, did you? Huh? I thought I had hidden it well. Alright, it seems you've passed my test. Well done. I'll leave you with this. Nivara told me that Govin has prepared a special task for you. Best of luck with your lessons and with others wising up. Thanks for letting know. Okay, auch Pluspunkte mit ihm. Wieso Govin? Hey, ich habe meine 2 Tasks gemacht, also ich muss nicht zu Govin. Normalerweise. Govin ist da.
Council. Also Aufbruch zum Council. Wir können ja diesmal den Windlift nutzen. Das geht dann recht flott. Das stimmt, den Teddybär habe ich immer noch nicht angesprochen. Genau, die dachte ich, an die dachte ich, ja. Da kann man noch mehr. Juhu. Okay. Gorvin, du hast eine Nummer extra Auftrag. Oh, hello, Wuji. How is your training with Nivara? Oh, I'm sorry, I was not expecting to be part of your lesson. Van is quite fond of his pranks. As usual. But you are here, so let me tell you this. Wuji, there are many who live in Nivara and each of them feels a certain way. They are equally valid to me. Some value hiding from the world, and I respect their reasons why. Others wish to see the world and brave the potential threats outside. I do not discourage them either. I'm the elder, and all perspectives must not only be known to me, but acknowledged. It is something my young apprentice Wesley is having trouble grasping, but I still remember when I was young myself. I believe in his ability to understand the value of perspectives, and I believe in yours as well. As for your special task, well, how about this? Return to Nivara and tell her that I sent my greetings. Alles klar. Hat der Van mich einfach verarscht, indem er mich hierhin geschickt hat? Frech. Dafür wird er leiden. Ich werde ihn vernichten. Ich werde ihn mit Acorns bewerfen, die ich frisch geerntet habe, so in etwa. Oh ja. Das wird brutal. Na gut, damit haben wir die erste Lesson abgeschlossen. Und das mit hohem Erfolg. Welcome back, Wuji. How was your time with Iris and Van? Van pranked me, but Elder Gorvin sends his greetings. You think you catch the faintest glimpse of a grin in the Weltdrachen's eye. Their composure remains otherwise completely intact. Have I passed the lesson? First, I wish to ask you one more thing, Wuji. What is your perspective? Should Nivara stay elusive and hidden, or should Nivara open itself to the world? Das ist schwierig. Kann man nicht hier beides irgendwie machen? Aber es sind Paradies. Ja, andererseits die anderen Orte sind jetzt auch bisher ganz schön. Okay, öffnen. I see. Opening oneself to the world comes with many possibilities for opportunity, but also risk. I wonder if you would have answered the same way had I asked you before you began this lesson. Please reflect on what those you have spoken to have told you. Try to understand their perspective. I think that I understand. You have done well, little sprout, and your first lesson is complete. I hope you now understand the importance of perspective. Now then, when you are prepared to learn the next lesson, come seek me again. Yes, Nivara. Dauerhaft Bonus-Mana. Und Farming XP. Sehr schön. Mana in Hand. Was haben wir gemacht mit Mana in Hand? Warum Mana in Hand? Warum habe ich das als Achievement bekommen? Egal. Ich würde sagen, die zweite Lesson machen wir ein andermal. Jetzt machen wir stattdessen... Gehen wir mal in den Laden und holen uns weitere Samen. Beziehungsweise von allem etwas. Ich müsste ja mehr als genug von den Orbs haben zum Zahlen. Das ist ja schön, ich kann ja Geld einfach so produzieren. Hier müsste man auch so ein komisches... Why not by all 10? By all 5. Wok Choi 5. Dann brauchen wir... 20 ist zu viel. Wok Choi nochmal 5. Elemental Seeds machen wir mal 20.
Acorn habe ich genug. Windchime habe ich genug. Da... das wird teuer. 5. 5. 5. 5. 5. Und kümmern uns mal um eine kleine Farm, die einfach alles beinhaltet, was es hier gibt. Und dementsprechend, ja, zumindest fürs Museum genügend bereithält. Und das wäre doch schon mal super, wenn ich fürs Museum alle Zutaten habe, dann habe ich sozusagen da einen Haken dran bei den ganzen Sachen hier. Hey, bietet sich doch eigentlich schon fast schon hier an. Hier habe ich doch ein schönes Gebiet, oder? Schauen wir noch mal oben schnell. Ich muss ja sowieso mit dem Greifen landen. Von daher macht es keinen Sinn, ob oben oder unten. Also machen wir hier. Wie viel denn? 10, 15, wir haben 20, 30, 35, 55, 65. It's gonna be legendary. Das müssten alle Samen sein. Ich sehe jetzt gerade nichts anderes. Das sind dann, okay, nochmal. 40, 50, 65. Okay, dann nochmal 65 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 5 runter. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Perfekt. Auch hier in der Erde gibt es lauter Tickets. Das ist doch alles wunderbar. Es wird mit dem Zauber zwar nicht klappen, weil der geht nicht so hundertprozentig weit. Aber den Rest kann ich gießen. Zur Not. Ich hoffe bloß zum Herbst. Ne, steht ja Any Season. Also müsste eigentlich kein Thema sein, ob Herbst oder nicht Herbst ist. So, dann beginnen wir doch zu pflanzen. 5 Tage. Naja. Das braucht bloß 3 Tage. Dann fangen wir damit an, weil dann wird es leichter mit der Zeit. 5 Tage, 5 Tage ist das nächste. Fünf Tage nochmal. Interessant. Da wachsen dick, da ist alles klar. Okay, jetzt kommen die 6 Tage. Jetzt ist noch nicht erkennbar, welche Elemente rauskommen. Nochmal 6 Tage. Moment, habe ich mich verzählt? 5, 7 Tage. Nee. Dann haben wir von allen Früchten Nelvaris etwas. Das ist doch super. Na, das ist doch wirklich super. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir haben einiges geschafft, wieder questtechnisch. Hier ging einiges voran und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Coaching. Ich sollte hier die Nivara-Sachen stationieren. Das ist Nelvari, das ist Nelvari. Das und das. Theoretisch das. Und das. Beim nächsten Mal werden wir dann einfach und chillig weitere Lessons lernen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.